René Vögtli und seine Frau Mischa sind seit 1992 traditionelle Reiki-Meister, haben Beruf und Karriere gewechselt und ihr Leben dem Verbreiten dieser harmonisierenden Kraft gewidmet. René Vögtli stand uns Rede und Antwort auf unsere Fragen. Was ist Reiki? Es ist eine Art Energie, die sich jeder Mensch aneignen kann, die, wenn mal aktiviert bei einem Menschen, und das definiert mich als Reiki-Meister sozusagen, das ist meine Aufgabe, das kann bei jedem Menschen in den Händen auf eine natürliche und einfache Art und Weise aktiviert werden. Und das Wichtigste an der Geschichte ist, dass der Mensch danach sich selber behandeln kann damit. Aber selbstverständlich kann er auch andere Menschen oder Tiere und Pflanzen behandeln. Obwohl, Schlaflosigkeit war ja das Stichwort, obwohl sie nicht sofort besser schlief, hat sie diese Zeit genutzt. Und 1 Stunde Reiki-Selbstbehandlung ist physiologisch für den Körper gleichwertig wie 3 bis 4 Stunden Schlaf. Es ist kein Schlafersatz. Also der junge Mann da hinten kann jetzt nicht schnell rechnen und sagen, ja super, oder? 2 Stunden Reiki, das wäre dann 6 bis 8 Stunden physiologischer Nutzen, dann habe ich 22 Stunden, um auf die Pauke zu hauen. So habe ich es nicht gesagt. Schade, sagt sie, ja genau. Wo kommt das Wort her? Aber immerhin. Das Wort ist ein japanischer Begriff. Die Technik, die Methode wurde von einem Japaner entdeckt oder wiederentdeckt. Das weiß man nicht ganz genau so. Daher der japanische Name Reiki. Aber das Phänomen selber hat natürlich keine geografische Limitierung. Übrigens, das Wort heißt so viel wie essentielle Energie oder universelle Kraft. Und daraus sieht man schon, es ist also nicht etwas geografisch Limitiertes. Wie kamen Sie zu Reiki? Ein Journalist hat mal darüber geschrieben und gesagt, in einer Lebenskrise. Wir haben damals, meine Frau und ich, in Hongkong gelebt. Wir waren geschäftlich, viele Jahre im Ausland, eigentlich unser ganzes Erwachsenenleben. Und in dieser Zeit sind wir in Nöten sozusagen, unterschiedliche Nöten, meine Frau und ich. Bei ihr waren das eher so körperliche Schlafprobleme, Phänomene. Und bei mir waren es vielleicht eher, man könnte sagen, psychische Sachen, so Burnout und Stressphänomene. Und in dieser Phase sind wir dann mehr oder weniger zufällig auf dieses Phänomen gestoßen. Da haben 2 Lehrer, ein Australier und eine Schweizerin, interessanterweise in Hongkong, haben das angeboten und so sind wir dazugekommen. Und eine Reiki-Meisterausbildung, also die des Lehrers, das ist eine Angelegenheit, die sehr solide sein sollte. Die wird oft in Berufsverbänden reguliert. So gehören auch wir in einem Berufsverband an. Für uns hat das bedeutet, und das praktizieren wir auch heute noch so, dass die Ausbildung mindestens ein Jahr dauert, bis jemand quasi auf die Leute losgelassen werden darf. Kann jeder Reiki erlernen? Ja, es ist eine wirklich einfache Angelegenheit. So hatte ich am letzten Wochenende 3, 12, 14-jährige Teenager. Die sind eigentlich primär gekommen, weil sie ihre Pferde behandeln wollten. Und die älteste im Seminar war 72. Und die hat ein Problem mit der Zunge gehabt, interessanterweise, also etwas Physisches. Aber auch hat sie gesagt, sie spüre, dass sie eigentlich gar nicht so viel Selbstvertrauen hätte, wie es einer über 70-Jährigen zustehen würde. Was erfahren die Menschen heute im Vortrag? Die heutige Veranstaltung dient dazu, den Menschen aus einer gewissen Distanz, unverbildlich, die Möglichkeit zu geben, genau diese Fragen zu stellen oder zu hören, wo das Reiki herkommt, was es ist, zum einen. Aber für Menschen, die sich dann auch für Reiki interessieren und gerne ans Seminar kommen möchten, die haben eine Möglichkeit, die sich Kursleitet, in diesem Falle mich, aber stellvertretend auch meine Frau, die im Moment gerade in Weimar ist und da Seminarien anbietet und Vorträge gibt, uns kennenzulernen. Wenn jetzt bei Ihnen Ihr eigener Energiehaushalt nicht in Ordnung ist, dann kann bei Ihnen die Energie durchaus weggehen, wenn da einer steht und saugt. Warum braucht man Reiki? Der Grundkern von Reiki ist das Element der Selbstverantwortung. Und ich denke, das ist in der heutigen Zeit etwas enorm Wichtiges. Allzu gerne geben wir der Regierung Schuld, die Rechtsanwälte, die unsere Rechtssachen machen, die Medien sind natürlich auch gerne immer mal schuld an allem.
Und Reiki, und das ist meine Antwort, Reiki ist deshalb wichtig heutzutage, weil es den Menschen hilft, wieder zu sich zu finden und die Verantwortung dahin zu bringen, wo sie hingehört, zu jedem selbst.